In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Informationen geben, wie Sie Ihre eigene Immunabwehr stärken können, um bestmöglich sich persönlich gegen eine Infektion von Viren schützen zu können. Das gilt auch für den normalen Grippevirus, genauso wie auch für den Coronavirus. Der natürliche Krankheitsverlauf, also der normale Krankheitsverlauf des Coronavirus, ist circa in der ersten Woche mit folgenden Symptomen. Es ist wie bei einer Grippe. Sie fühlen Unwohlsein, Kopfschmerzen, auch Fieber kann sein und Durchfall und Schüttelfrost sind möglich. In der zweiten Woche des Krankheitsverlaufs ist meistens, bis jetzt von den Experten halt so gesagt, anfangs trockener Husten mit Atemnot und Durchfall. In schweren Fällen kann auch eine Lungenentzündung sich entwickeln und sich rasch verschlechtern mit Atemnot. Bei ca. 20% kann eine intensive Behandlung nötig sein dieser Patienten. Bis jetzt, das sind die Statistiken heute. Ca. 70% der Patienten entwickeln einen akuten Durchfall, eine Diarrhoe. Bei der Coronavirus-Therapie, die medizinische Behandlung der Symptome ist, dass Sie einfach Entzündungshemmer nehmen, dass Sie Schmerzmittel nehmen, Infusionen, Sauerstoff, Stärkung der Immunabwehr und so weiter. Das heißt, es gibt keine, sagen wir es mal, Antikörper oder eine Impfung oder sonst etwas. Es wird genauso wie eine normale Grippe, halt ohne Impfung therapiert, dass man versucht, rein symptombezogen die Symptome zu lindern. Deshalb halt Entzündungshemmer, Schmerzmittel, Infusionen, Sauerstoff, Stärkung der Immunabwehr und so weiter. Das ist das, was auch medizinisch gemacht wird. Und halt bei starken Atemproblemen, respiratorischen Problemen, wird halt auch dann eine Sauerstoffzufuhr gemacht. Das ist dann halt die normale, zurzeit gängige Coronavirus-Therapie von den Experten. Die offiziellen Seiten im Internet, in denen Sie Informationen über den Coronavirus abrufen können, ist zum Beispiel das CDC, Centers for Disease Control und Prävention. Der Link ist auch mit eingeblendet. Oder die World Health Organization, der Link ist auch mit eingeblendet. Oder das Robert-Koch-Institut für Deutschland, auch dieser Link ist eingeblendet. Dort können Sie sich selber weiter informieren und sollten Sie auch tun. Das heißt, immer up-to-date sein, immer schauen, wie weit die Information über den Coronavirus jetzt aktuell ist, damit Sie wissen, was Sie tun können und was die offiziellen Stellen empfehlen. So, jetzt nochmal ganz speziell zu den eigenen Vorsorgen und den Tipps, die Sie machen sollten oder was Experten vorschlagen, wie man sich auf den Coronavirus vorbereiten sollte. Wichtigstes da der Virus neu ist und wir noch nicht alles wissen, wie weit er sich entwickelt, wie groß die Ansteckung ist, wie die Wege sind und so weiter, ist immer up-to-date zu bleiben. Das heißt, informieren sich über die Seiten, die ich gerade gesagt habe. Das heißt, sich regelmäßig über die weitere Entwicklung bei den offiziellen Stellen informieren, damit Sie auch auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Des Weiteren, Hände waschen mit Seife 30, 40 bis 40 Sekunden. Durch das Händewaschen werden auch die Viren mit abgewaschen. Der Virus kommt nicht durch die Haut selber durch die Schleimhäute schon, aber nicht durch die normale, gut geschützte, intakte Haut. Beides machen, desinfizieren und Hände waschen. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass die Hauptinfektion wirklich über kontaminierte Flächen stattfindet und dass der Virus sich eine ganze Weile, Experten sagen bis zu einer Woche, auf einer feuchten, kühlen Oberfläche halten kann. Das heißt, wenn irgendwo in einem öffentlichen Verkehrsmittel dann jemand einen Sitz angefasst hat, einen Haltegriff angefasst hat oder sonst etwas und Sie danach irgendwann Stunden später in den gleichen Bus kommen, in die gleiche U-Bahn kommen, die gleiche Tür anfassen, die gleichen sanitären Sachen benutzen, kann es sein, dass Sie dann sich kontaminieren an der Hand, das heißt was an der Hand haben, und dann sollten Sie halt nicht den Griff zur Nase oder zum Mund machen. Jetzt sind wir an dem nächsten Bereich. Die Haut selbst nimmt den Virus so nicht auf. Das heißt, es muss über die Schleimhäute gehen. Deshalb vermeiden Sie den Griff zu Augen, Nase und Mund. Das sind die Schleimhäute, in denen es meist aufgenommen wird. Deshalb haben halt auch die Leute, die halt mit diesen Infektionen arbeiten, Schutzbrillen an, haben Masken auf und so weiter, dass sie eben dann das auch nicht über eine Tröpfcheninfektion in die Augenschleimhäute bekommen können, in die Nasenschleimhäute oder die Mundschleimhäute bekommen können. So. Die gängigen oder die am meisten verbreiteten einfach nur Mundschutzmasken, die nicht wirklich schließen, sind immerhin noch besser als keine,
weil sie nämlich verhindern, dass sie mit den Händen zu Mund, Nase oder Augen gehen zum Reiben. Das ist die wichtigste Funktion in dem Augenblick, weil sie können seitlich durch die Maske dann meistens noch, wenn sie länger mit jemandem reden würden, eine Tröpfcheninfektion bekommen. Versuchen Sie also, eine Maske zu tragen, wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln sind, wenn das öffentlich auch propagiert wird oder wenn Sie selber vorher schon einen Schutz machen wollen. Da das Problem ist, dass die sagen wir es mal, Möglichkeit schon besteht, wenn die Person noch keine Symptome zeigt, weiß man nie genau, wo das überall sein kann, und die Inkubationszeit ist zurzeit zwischen 2 und 14 Tagen. Was auch schon in manchen Medien war, ist bis 24 Tage. Das ist noch nicht bestätigt von offizieller Stelle. Aber man sieht daraus, dass in der Inkubationszeit, das heißt von der Ansteckung bis zur Symptomgenerierung, durchaus eine Menge Zeit vergeht, in der aber schon Menschen, die angesteckt sind, andere anstecken können. So, und da ist es wichtig, dass sie eben dann versuchen, sich so weit wie es geht zu schützen. So, des Weiteren, die Immunabwehr stärken durch eine optimale Versorgung von Vitaminen und Mineralstoffen. Das ist etwas, was Sie selber machen können. Da gehe ich gleich nochmal ganz genau drauf zu, in dem nächsten Punkt. Das heißt, hier geht es darum, dass Sie die Grundvoraussetzung schaffen, dass Ihr eigenes Immunsystem gegen jeden Virus, nicht nur gegen den Coronavirus, sondern gegen jeden Virus, auch gegen den Grippevirus, sich besser verteidigen kann, dass dieser gar nicht erst sich so ausbreiten kann, dass Sie ihn gar nicht aufnehmen, dass die Immunabwehr ihn schon im Keim erstickt, nach der besten Möglichkeit, dass Sie gar nicht erst wirklich krank werden, sondern dass Ihre Immunabwehr damit super klarkommt. Es kommt natürlich immer auf Ihre persönliche Disposition drauf an, das heißt, wie stark Ihre Ausgangsstärke war, wie weit Ihre Immunabwehr überhaupt funktionieren kann, wie Ihr Stoffwechsel ist, wie Ihr Alter ist und so weiter. Aber in jedem Fall ist eine Stärkung des eigenen Immunsystems eine sinnvolle Sache, um so wenig wie möglich Komplikationen oder Belastungen durch eine Infektion zu bekommen oder die Infektion selbst so weit wie möglich das Risiko davon zu reduzieren. Natürlich, genau das, was man dann auch tun sollte, ist, wenn Sie schon die Immunabwehr stärken, vermeiden Sie alles, was die Immunabwehr schwächt. Das heißt, die Schwächung der Immunabwehr vermeiden, wie zum Beispiel vermeiden Sie zu viel Alkohol zu trinken, Zucker, achten Sie auf eine gesunde Ernährung, auf Ihren Lebensstil, zum Beispiel mit dem Schlaf, ob Sie ein bisschen Bewegung haben, ob der Körper bewegt ist, ob er durchblutet wird und so weiter. Das heißt, das, was man weiß, aber meistens nicht macht, was ein gesunder Lebensstil, eine gesunde Ernährung ist natürlich auch ein sehr deutlicher Faktor, der die insgesamt Stärke des Organismus fördert. Und das sollten Sie auch machen. Nicht nur künstlich, also durch Nahrungsergänzungsmittel, die Immunabwehr hochpushen, sondern auch noch gleichzeitig mit richtiger Ernährung dazu helfen. Das heißt, keine falsche Ernährung. Versuchen Sie nicht also Alkohol und Zucker rauben Vitamine und Nährstoffe. Alles, was zum Beispiel dann auch dazu führt, dass Sie einen vermehrten Verbrauch haben oder sich nicht regenerieren können, zum Beispiel Schlafentzug oder zu wenig schlafen oder nur auf sein oder nur Aufputschmittel zu nehmen, sollten Sie vermeiden. Was auch hilft, sind natürliche entzündungshemmende Mittel, wenn Sie die einnehmen. Viele Menschen haben eine Übersäuerung, das heißt, dass überall leichte entzündliche Veränderungen da sind. Und diese Entzündungen verbrauchen Ressourcen, die Sie dann nicht für die Immunabwehr haben. Das heißt, wenn Sie Kurkuma oder Weihrauchtabletten nehmen und dort schon mal eine Vorsorge betreiben, dass Ihr Körper weniger Aufwand betreiben muss, um latent vorhandene Belastungen zu bekämpfen, dann hat er mehr Ressourcen, um auch gegen Aggressoren, also Viren und so weiter, Bakterien kämpfen zu können. Das heißt, Sie können gleichzeitig nochmal unterstützen, indem Sie Ihren Entzündungsfaktor im Körper runterregeln über zum Beispiel Kurkuma oder Weihrauchtabletten. Des Weiteren bei Fieber und Husten natürlich und unklaren Ursprungs den Arzt aufsuchen. Was ich vorschlage, sind Dinge, die Sie machen können, um Ihre Immunabwehr zu stärken. Das ist jetzt nicht eine Selbstmedikamentation und es ersetzt auch nicht den Gang zum Arzt oder zum Apotheker und so weiter. Das heißt, Sie sollten, wenn Sie Symptome haben, natürlich den Arzt aufsuchen und es abklären lassen, was Sie haben.
Für die Leute, die es interessiert noch, zum Beispiel, ich habe noch 2 Links dazu gemacht für Vitamin D-Studien, wo man nachschlagen kann, wie die dann halt auch insgesamt die Möglichkeit der Infektion vermindern, wo Vitamin D im Zusammenhang gebracht wird mit der Infektionsrate mit normalen Grippevirus. Die Nährstoffempfehlungen zur Vorbeugung und Schutz vor Infektionen bei Erwachsenen. Das heißt wieder Vorsorge. Das ist, damit man die Infektion gar nicht erst bekommt oder versucht, das Infektionsrisiko so weit wie möglich gering zu halten und den Verlauf einer eventuellen Infektion runterzuregeln. Das heißt, dass der Körper so gut wie möglich gestärkt ist, um mit dem Aggressor, dem Virus, Bakterium und so weiter auch besser klarzukommen. So, diese Empfehlung ist für Erwachsene und natürlich für gesunde Erwachsene. Das heißt, wenn Sie Probleme haben mit bestimmten Krankheiten, Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter und Sie irgendwie, sagen wir es mal, eine Bedenken haben, sollten Sie natürlich vorher Ihren Arzt oder Apotheker fragen, der Sie kennt und der Ihre Krankheitsgeschichte kennt, ob das in der Form auch für Sie in Ordnung ist. Ansonsten ist das eine Erklärung oder eine Empfehlung jetzt für die Vorbeugung für eine Infektion für einen Erwachsenen. Also B-Vitaminkomplex, B1, B2, also B1 ist Thiamin, B2 ist Riboflavin und Niacin, nach Möglichkeit hochdosiert, jeweils mindestens 5 Milligramm. Vitamin B5, Pantothensäure 25 Milligramm und Folsäure 0,4 Milligramm. Unterstützt die Immunabwehr der Atemwege und der Schleimhäute und der Haut. Wir brauchen eine Unterstützung genau dort, weil das Virus dort Einlass kriegt. Ja? So, Vitamin C, 0,8 Gramm bis 1 Gramm pro Tag, unterstützt die Immunabwehr gegen Viren, Bakterien und Parasiten. Vitamin A, 10.000 IE, also Einheiten, unterstützt das Immunsystem der Atemwege und der Schleimhäute. Vitamin D, 20 Einheiten, also 20.000 Einheiten, die ersten 10 bis 14 Tage als Anfangsdosis, um einen Spiegel zu erreichen und dann zur Erhaltung 4.000 bis 5.000 Einheiten tägliche Dosis zur Erhaltung des Spiegels. Das verringert das Risiko von Atemwegsinfektionen. Vitamin K 150 Mikrogramm, Magnesium 300 Milligramm, Zink 10 bis 30 Milligramm, unterstützt die Immunabwehr vor Infekten und der Schleimhäute wieder. Selen 100 bis 200 Mikrogramm, soll die Virulenz des Erregers senken. Das heißt, die Virulenz, das ist die Fähigkeit eines Erregers oder einer Mikrobe, einen Wirt zu infizieren oder zu schädigen. Aminosäuren sollen auch die Immunabwehr unterstützen vor Infekten. Hier nochmal zum Schluss, wie ich vorhin schon gesagt habe, achten Sie auf mögliche Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten. Die Dosierung muss immer nach Alter, Geschlecht, Krankheitsgeschichte passieren. Im Zweifel fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie den Like-Button drücken und wenn Sie auch dann auf den Abo-Knopf drücken und die Klingel drücken zum Benachrichtigen, falls Sie wieder neue Videos von mir sehen möchten.